YouTube, hallo? Ja, sie macht ja keine harte Physik in dem Video, ne? Sie redet über Kapitalismus. Muss ich jetzt schon einen neuen Tab öffnen, oder was? Will kill us Ja, all. muss ich. That is, if you trust Greta Thunberg, which maybe you should not. Free markets will save us all, if you trust Robert F. Kennedy Jr., which maybe you should not. Maybe we should talk about what capitalism and free markets are. Will they kill us or save us? That's what we'll talk about today. Hoffentlich wird sie nicht so eine Art Vince Ebert jetzt, ne? Das wäre ja wirklich sehr tragisch. Before we talk about capitalism and markets and stuff, we need to talk about money. I don't mean my money, though while we're at it, check out my Patreon. I mean money in general. Hallo Christina. What do we even need money for? Suppose you have an apple, but you'd rather have an egg. You ask your friend Sue, the one with the chickens, and trade an egg for an apple. Okay, but what if Sue doesn't want an apple? She'd rather have a banana. No problem. You ask your friend Joe with the bananas if he will trade your apple for a banana. Then you trade the banana for Sue's egg. Okay, but what if Joe doesn't want an apple either? He'd rather have new shoelaces. No problem. You ask your friend Mary if she'll take an apple for shoelaces. Give the shoelaces to Joe, take the banana, give the banana to Sue, and sure enough, you have your egg. It works, but honestly, that seems a little cumbersome. How about we instead trade something that everyone will accept because they can exchange it for something else later, like gold maybe. I give some gold to Sue and she gives me an egg. Then she can take the gold and give it to Joe and get her a banana. That's much easier. Hooray, we just invented commodity money. All right, but now imagine you don't want to buy an egg, but an entire chicken farm. That would be a lot of gold you'd have to wheel around. So how about we instead, I don't know, print the face of a king onto a piece of gold and say it stands for an entire cart of gold? Come to think of it, why bother with gold? Let's just print it on a piece of paper. The paper itself doesn't have much of a value, but if we all agree on what it stands for, we can use it for trade. Hooray, we just invented token money. That sounds great, but the problem is, if a lot of vendors... Also, so wie ich das verstanden habe, ist es tatsächlich, also ich stelle es mir so vor, im Wilden Westen gab es ja die Sache mit dem Goldrausch und es gab die Leute mit dem Gold und so und es gab halt die Banken und die waren ursprünglich eigentlich dazu da, Tresore darzustellen. Die werden mit Waffen geschützt und man kann sein Gold da ablegen. Ne? Ich dachte, eigentlich so war es gedacht. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, naja, ich habe ja hier diesen Tresor und ich bezahle ja auch dafür, dass da mein Gold richtig sicher ist. Dann könnte ich ja, anstatt immer zu diesem scheiß Tresor hinzulaufen, Gold runterzunehmen und es irgendwem hinzureichen, auch einfach nur eine Berechtigung ihm schreiben mit einem Zettel, auf dem drauf steht, der darf sich so und so viel Gold nehmen. Sowas in der Richtung. Und dann haben die Banken irgendwann daraus ein Business gemacht, weil sie sozusagen aus verschiedenen Dingen sozusagen Services und Extraction und Taxes und Fees sozusagen erheben können. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wenn es in Wahrheit so ist, dass die Zettel, die wir ausstellen, das Relevante sind, dann können wir auch sozusagen Print Money daraus machen. Und dann hat sich das sozusagen weiterentwickelt, ne? Einfach weil, solange wie es eine Bank gibt, der alle vertrauen, dass das, was sie vorgibt zu sein, auch tatsächlich hat und sich alle dran halten, dann ist es geil. Und sobald man einmal dieses Nash-Equilibrium hat, dass alle sich daran orientieren, was die Bank jetzt für einen Zettel ausdruckt, dann kann man anschließend auch noch Fiat-Money machen. Weil man mit Fiat-Money halt richtig gut Wetten auf die Zukunft gesellschaftlich ausgödeln kann. So dachte ich, ist eigentlich die Idee. So irgendwie. Just refuse to accept the money, it stops working. So in reality, token money is backed up by a king or a government, which enforces that vendors accept the money as payment. It's then called fiat money. Almost all money we use today is fiat money, except cryptocurrencies, but that's another story. Fiat money is fascinating because it's ultimately still based on trust. If all you guys watching this video freak out, exchange your entire US dollars for euro, and tell your friends to do the same, the US dollar would collapse. So don't do it. Several economists have argued that any community of sufficiently intelligent traders will eventually introduce a type of token money because it's the most efficient way to distribute resources.
This idea was maybe first clearly formulated by Was jetzt wirklich einfach nur kapitalistische Propaganda ist, ne? Ob man das jetzt wirklich beobachten kann, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, was Märkte eigentlich für ein Problem lösen. Welches Verteilungsproblem sie lösen. by the Scottish economist Adam Smith. All right, so we have money, but our busy traders still have a problem. Suppose you have a lot of apples and not sufficiently many people to buy them. Your amazing apples rot away. What a shame. You would like to make apple juice from them, but you can't afford a juice press, so your breakthrough innovation doesn't come into being. That sucks. However, your friend Sue has been getting really rich with all her chickens. So rich, in fact, she's sitting on a big pile of money that she doesn't know what to do with. Sue sees your problem and offers you a deal. She gives you some of her money so that you can buy your juice press. You just have to agree that if you get rich with your juice press, you give her the money back, plus something on top. That money which Sue gives to you is your capital. And such was born the capitalist. The capitalist is a person or institution who provides capital to those who want to launch a new business. Someone who's able and willing to take the risk that this capital will never have a return on it. Weird Definition auf jeden Fall. Weird. Marx would not agree, I think. Investment. Today we grow up with money and banks and all that, and we tend to take them for granted. Ja, also wir würden ja wahrscheinlich alle sagen, Kapitalisten sind Leute, die den Privatbesitz an Produktionsmitteln haben. Das könnten zum Beispiel Banken sein, aber es können auch einfach Factory Owners sein und so, ne? Also auch die Leute, die quasi den Kredit aufnehmen und die Juice Press sozusagen sich davon kaufen und dann reich werden mit dem Apfelbusiness, die dann Leute anstellen und so weiter und so fort, ne? Die, wo sozusagen auf dem Zettel draufsteht, dass sie den Privatbesitz haben. While money lending and a basic notion of financial debt date back thousands of years, capitalism and all the elaborate financial instruments that come with it is a surprisingly recent innovation. It didn't really take off until the Industrial Revolution 150 years ago, and it's dramatically changed the world. Scientists tend to associate the stunning societal progress we've seen since then to... Sicher, Kapitalisten investieren auch Geld und bekommen dafür Zinsen, na klar. Ne? Und ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, woher jetzt das Konzept mit den Zinsen kommt, ne? Und es ist jetzt nicht irgendwie, also ich argumentiere ja, das Konzept der Zinsen kommt daher, dass wir beobachten können, dass sich Kapital akkumuliert. Und das ist dann eine ganz natürliche kanonische Schlussfolgerung, Zinsen zu erheben. Science and Ja, technology. das Video ist auch nicht lang, irgendwie 10 Minuten oder so. Zinskritik debunked oder so heißt das. But I think that's having it backwards. The driver of all this progress was the capitalist system that allowed an efficient allocation of resources. Ach du Scheiße. By resources, I don't just mean raw materials, but also goods and human resources. Capitalism is a system that distributes these resources without anyone needing to have an overview, just by interactions between traders. It's pure genius if you think about it. And that's why science took off, not the other way around. Das ist sehr tragisch. Sehr tragisch. Ich benutze ja immer das Argument von wegen, Albert Einstein hat die Relativitätstheorie nicht erfunden, wegen Profitanreizen oder wegen dem Markt oder wegen Kapitalismus, sondern war er halt einfach mal ein Bolver, der sich was überlegt hat und dann einfach mal diese Idee rausgepustet hat ins Universum. Und sie hat jetzt aber tatsächlich das gesagt, was die FDP-Boys immer sagen. Sie hat genau den Spruch gebracht, der mich überhaupt erst dazu gebracht hat, YouTube überhaupt anzufangen und mir diese Scheiße mit den FDP-Wichsern zu geben. Sie hat gerade behauptet, die Märkte sind sozusagen die Ursache für Innovation und Progress. Fuck. Remember that story about how the Scottish physician Alexander Fleming supposedly accidentally discovered penicillin in 1928 and saved the lives of countless wounded soldiers in World War II? Yeah, well, that isn't really what happened.
First of all, scientists had discovered that the fungus penicillium inhibits the growth of bacteria decades earlier. It just wasn't widely known. The British psychologist Burton Sanderson, for example, observed this in 1870 and wrote a book about it. There are also several other written documentations from other people around that time who had studied the effects of fungi on bacteria. Fleming's contribution was that he realized the fungus was shedding a particular substance which he called penicillin, but he pretty much left it at naming the stuff. It wasn't until 10 years later that a group at the University of Oxford set out to find a way to grow the fungus and extract penicillin in large quantities. They then conducted medical trials, and once they were sure penicillin was both safe and effective, their method was scaled up by the pharmaceutical industry. Two members of the Oxford group later shared the Nobel Prize with Fleming. So what saved all those many lives wasn't just Fleming's observation in a petri dish. The game changer was producing the stuff in large quantities and bringing it where it was needed. Innovation and industrialization ultimately going back to capitalism. That's what saved all those people. Oha, das ist jetzt aber wirklich, es ist wirklich eine herbe Enttäuschung. Es ist wirklich, Jens, das mit der Auszeit ist einfach nur, dass ich wahrscheinlich, also guck mal, diesen Arte-Grind hier auf Twitch, das kostet mich nichts, ne? Ich mache das, wie gesagt, fast jeden Sonntag. Das ist ein Default. Das mache ich zwischendurch in der Woche, wenn ich Bock habe. Aber sozusagen mir einen Plan machen über ein Video oder so, oder auch unter der Woche Buch lesen, mit der Absicht, ich habe ja mehrere Bücher auf dem Stack, die ich gerade lese, mit der Absicht noch ein Video zu machen und so. Diesen Grind, den gebe ich mir gerade nicht. Ich werde jetzt erstmal eine Menge LOL zocken. Deswegen, Brent mit Platin Hardstack. Naja, eigentlich bin ich ja Diamond Hardstack gewesen immer. Ich habe es halt diese Season noch gar nicht probiert. Und jetzt bin ich irgendwo in Emerald. Sie haben eine neue Division eingeführt, die heißt Emerald. Ich bin, glaube ich, Emerald 3 oder so. Keine Ahnung. Ja, sie ist super konservativ. Naja, sie erfindet halt einfach, sie erzählt diese Geschichte. Sie sagt jetzt mal ehrlich, als hätte sie ein Vergleichsargument, ne? Als hätte sie einen Experimental Trial. Ohne Kapitalismus wäre das nicht passiert. So sagt sie es, ne? Sie sagt, nur durch den Kapitalismus wurde es verteilt. Ne? Und das ist natürlich, also das ist einfach unwissenschaftlich, ne? Das zu behaupten. Das ist schon wirklich, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Sabine ist doch eigentlich so based. Aber ja, so ist es. Diese Enttäuschung habe ich oft, wenn Leute, die in einem Fachgebiet richtig krass sind, dann einfach sich sozusagen überlegen, ja, die Märkte sind doch cool und so. Wie gesagt, also am schlimmsten ist natürlich Vince Ebert, weil der macht wirklich Propaganda. Capitalism got a pretty bad rap when Marx claimed that it's just about grabbing hold of the means of production and exploiting the working class. Of course, there was an element of truth to his fears, because some things went badly wrong during the Industrial Revolution, but that's another story. For today, we just need to know that's what saved all those people. Capitalism got a pretty bad rap when Marx claimed that it's just about grabbing hold of the means of production and exploiting the working class. Of course, there was an element of truth to his fears, because some things went badly wrong during the Industrial Revolution, but that's another story. For today, we just need... Okay, es ist another story, ne? Sagt sie jetzt einfach. Aber ich meine, aus dieser Tatsache, dass es sich um ein entfremdetes System handelt, was unmenschlich und auf Ausbeutung basiert, resultieren halt eine Menge reale Sachen. Ne? Eine Menge reelle Sachen existieren dadurch. Zum Beispiel, dass Ressourcen schlecht allokiert werden. Sie werden allokiert, um ja, schlechte Sachen zu tun, wo niemand zustimmen würde, dass das was bringt. Also aus Wettbewerb alleine folgt die Sache mit den Atomwaffen zum Beispiel. To know that capitalism, like fiat money, requires a governing institution. That's because someone must be there to enforce contracts should the need arise. That and a few other things, as we'll see in a moment.
There are many different ways to govern a capitalist system, and they go by different names like welfare capitalism, or laissez-faire capitalism, or state capitalism. Now, one can debate how well the actions of certain governments reflect the interests of their electorate, if they were elected in the first place, but that's another story. Even so, capitalism has been enormously successful in unlocking societal progress, and the nations who still don't use it, such as North Korea, Cuba, and Laos, are places you don't want to live. We've seen that capitalism is Ja, klassisches Zittelmann-Argument, ne? a system that combines markets with governing rules to efficiently distribute resources. This distribution of resources works best if everyone can put forward their offers. Ich kenne tatsächlich 2 Leute, die gar kein Problem haben, in Kuba zu leben. Also man darf halt bloß nicht diese westlichen Ansprüche haben. Man kann da auch ganz gut chillen, glaube ich, wenn man. Das ist eine Frage des Mindsets, denke ich. Also ich war ja auch mal in Kuba und bin da ein bisschen rumgetingelt und so. Ich finde es jetzt auch nicht so pralle, aber das liegt daran, dass ich so ein Internet-Nerd bin. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die irgendwie eigentlich gar keinen Bock haben auf diesen Scheiß, in Kuba vielleicht ganz entspannt leben können. Freely and customers can pay. Und natürlich ist es so, dass Kuba vor allem durch die USA, also durch den klassischen Handelskrieg, den sie mit den USA seit dem Kalten Krieg hat, das ist ja ein Artefakt. Das ist ein Artefakt von vor 70 Jahren. Seitdem werden die einfach kaputt gespielt. Das ist ja nicht fair oder so. Und da ist auch nicht irgendwie der internationale Kapitalismus, funktioniert ja da auch nicht, weil die Märkte nicht frei sind und so. Pick what they want. This is known as a free market, and it optimizes the distribution of resources by competition. Free markets are a beautiful example of decentralized self-organization, an invisible hand, as Adam Smith put it. The way it works in a nutshell is that everyone can trade around. Sie hat doch schon ein Video zur Emergenz gemacht, ne? Sie könnte das Wort Emergenz hier ruhig verwenden. Until they've got what they think is the best combination of goods, services, and financial assets. If someone doesn't use resources as efficiently as possible, some competitor can do it better and beat them off the market. This idea also goes back to Adam Smith, but later blossomed into an entire discipline now known as microeconomics. Microeconomics is all about how agents, that could be people or corporations or institutions, trade, and how that trade distributes resources where they are most needed. To be fair, microeconomics has some shortcomings when it comes to explaining how we trade in reality, but that's another story. Das ist eine another story, klar, ne? Das sagt sie gerne, weil, klar, ist halt eine another story. Man könnte nämlich zufällig erwähnen, dass Microeconomics im Prinzip neoklassische Theorie ist und die ist die Bank des Todes, ne? Die hat auch nichts mit Wissenschaft zu tun und so. Wow. By and large, microeconomics works fine and several Nobel Prizes have been. Okay, jetzt ist sie wirklich lost. Microeconomics wirkt überhaupt nicht fein. Und zwar gar nicht. Nicht mal auf dem Base-Level. Wir wissen alle, hier auf dem hauptkanal, die Angebotskurve und die Nachfragekurve können nicht konstruiert werden, beziehungsweise existieren gar nicht. Preisbildungstheorie funktioniert nicht und damit bricht dieses ganze Gebilde dieser sogenannten Wissenschaft zusammen. Das ist wirklich traurig. Wirklich schade. For it. One of the most important insights to come out of this research area is that free markets only work to everyone's benefit if they're set up properly. Keep in mind that capitalism isn't just a free market, it's a free market plus the governing framework to run it. Free markets do not, for example, work to everyone's favor if some people have insider information, which gives them a trading advantage. This is why we have laws against that. Free markets also work badly if one single company. Ja, und wir wissen, dass es nicht funktioniert, weil wie will man das verhindern? Ich sage ja immer, die relevanten sozialen Aspekte, die eigentlich zugrunde liegen, die werden natürlich in den normalen Economics überhaupt nicht abgebildet. Deswegen funktionieren sie auch nicht. Die tun so, als wäre es naturgesetzartig und als wäre es so eine Art Physik, was es natürlich nicht ist. Company dominates the market sector and can use their power to force customers to stick with them.
This is why we have laws against that. And free markets also don't automatically account for externalities, such as environmental pollution. An externality is generally any consequence of trade that doesn't directly affect the trading parties. They can be both good and bad, but it's the bad ones that are the problem. Suppose there's a river going by your house that everyone is free to use. One day a clothing company puts up a factory and dumps their toxic waste into the river. Or the fish die and no one dares swimming in the river anymore. This is clearly not an optimal use of resources, you might say. Why didn't Smith's invisible hand prevent it? The reason market forces didn't prevent it is that the water was free to use. The market didn't know it had any value. Ach du Scheiße. Fuck. So argumentieren die Anarchokapitalisten, ne? Man muss alles privatisieren, denn dann, wenn es einen Preistag hat, dann erst wird sich drum gekümmert. So pollution Hallo, could Rolf. reduce its value. There are several ways to deal with problems like this. One is to just pass laws that forbid certain actions and punish those who disobey. Or you can put a tax on the pollution so that at least the government has money to clear up the mess. Or you can put a price on using the water. There are pros and cons to all of those, but that's a different story. The story for today is that we have known that externalities can lead to market failures since the middle of the last century. Carbon dioxide emissions are such an externality. For the market to optimize the use of fossil fuel resources, we should have put a price on releasing carbon dioxide into the atmosphere. We did not, and that's why we're now in deep Vince Ebert ist, denke ich, auch für CO2-Zertifikate, als würden die das Problem lösen, ne? shit. So yes, our current capitalist systems do have a problem with environmental protection, but the reason isn't that there's something wrong with capitalism per se. It's that we didn't set it up correctly in the first place. Basically, the origin of the problem is that no one paid attention to economy. Ach du Scheiße. Fuck. Ja, genau. Kapitalismus ist cool, man muss es nur richtig regulieren. Die Tatsache, dass wir es nicht reguliert kriegen, weil es da einen Feedback-Loop zwischen Machthierarchien gibt, irgendwie ein Designproblem, dass wir es nicht hinkriegen, und abgesehen davon, dass es ein kombinatorisches Problem ist, ungefähr so wie das Traveling Salesman-Problem, das ist wahrscheinlich gar kein Problem, ne, für sie. Als wäre es mal so eben gar kein Problem, das zu regulieren, ne? Weil ist ja nicht so, als wäre das nicht schon das Problem. Also sie versuchen es doch alle, diese Staaten, aber diese Staaten kommen ja sozusagen ihrer Aufgabe gar nicht hinterher, weil sie selber sozusagen durch das Design schon nicht dazu fähig sind, dieses Problem zu lösen. Und es ist natürlich ein spieltheoretisches Problem, diesen Offset auf der Payout-Matrix so zu legen, dass das Nash-Equilibrium mit dem Common gut zusammenfällt. Für alle. Was für ein Scheiß, Alter. Ja, the origin of the problem is that no one paid attention to economists. Ja, genau, als wäre das so, ne? Als würde niemand auf Ökonomen hören. Lol. And unfortunately, we still don't pay enough attention to economists. The current situation is that companies who voluntarily produce environmentally friendly goods put themselves at a competitive disadvantage because other companies exploit the environment at zero cost. Fuck. This moves the burden onto the consumer. If you want to buy a climate-friendly product today, you face extra costs because fossil fuels are cheap and getting to net zero is not. This makes no economic sense, and it'll ultimately not work. It's completely upside down. Products whose Also, Moloch jetzt, ne? Moloch-Dynamik. Klassisches spieltheoretisches Ding. In einem Negativ-Sum-Game. Ne? Kommt immer raus. production causes damage to the environment, which then requires adaptation and mitigation, should be more expensive, not less expensive.
This is why economists have argued for decades that we need to put a price on carbon, and it's why several countries have now introduced carbon taxes or use a cap and trade system. To calculate the cost of carbon emissions, one basically needs to evaluate the damage the emissions would cause in the future and then put a price on them. It's called the social cost of carbon. There's a long debate about just exactly how to calculate this. But that's another story. At the moment, carbon taxes and trading schemes only apply to about a quarter of all emissions, and the price of carbon is almost certainly still too low, but it's a step in the right direction. In summary, capitalism has been incredibly successful in advancing society. To the extent that it has caused us problems, it's because we haven't properly used it. The solution is not to abandon it, but to make sure it works to our advantage. There's no simple way to do that, and everyone who claims that the solution is to either discard capitalism or blindly trust it didn't understand the problem in the first place. Natürlich. Ganz genau. Sie claimt jetzt, alle, die das sagen, haben das Problem im First Place gar nicht verstanden. Das ist wirklich enttäuschend. Das ist das schlimmste Video von Sabine, was ich je gesehen habe. Ja, ich weiß, ich habe nichts verstanden halt. Das macht mich jetzt wirklich ein bisschen traurig, ja. Aber so ist das halt, ja. Und ich denke, sie lebt ja auch wirklich viel in den USA, ne? Oder? Oder lebt sie in Deutschland? Nee, sie ist eigentlich fast immer in den USA am Rumjetten. Sie knackt halt jetzt gerade die Millionen Abonnenten, ne? Sie hat jetzt... Ihr fehlen noch 3000. Also weniger als 3000. Dann hat sie die Million. Das ist, ja... Das macht mich wirklich traurig. Wie heißt der Kanal? Naja, Sabine Hossenfelder halt. Oh.